Hallo zusammen, mit dem heutigen Tag ist die neue Coros Pace 4 erschienen. Ich hatte vorab schon die Möglichkeit, die Uhr für euch zu testen und möchte hier meine Erfahrung in diesem kleinen kurzen Testvideo wiedergeben. Bei der Coros Pace 4 handelt es sich um das Einstiegsmodell von Coros, besser gesagt auf eine Läufer angepasste Uhr, wo vor allem sehr leicht ist. Zum Vergleich habe ich mal alle aktuellen Coros Uhren hier zusammengelegt. Wir sehen hier die Coros Pace 4 auf der linken Seite, die Coros Pace Pro ist die nächstgrößere Uhr, auch hier auf die Läufer ausgelegt. Dann haben wir die Coros Apex 4, die sich dann schon mehr ans Trailrunning richtet. Die hat ja auch ein Memory Pixel Display. Die Coros Nomad, die so etwa der Instinct-Reihe von Garmin näher kommt, aber auch hier schon viele Funktionen der Apex 4 hat. Und zu guter Letzt die Coros Vertex 2, die dann hier sehr robust ist. Ihr könnt hier die Uhr für alle Eventualitäten verwenden. Da passiert auf jeden Fall die Uhr hier gar nichts. Und wenn wir dann mal einen Vergleich mit der Coros Pace 3 machen, können wir ganz gut sehen, dass die Uhr hier ähnlich groß ist. Es gibt hier keine großen Unterschiede. Besser gesagt, die Coros Pace 4 hat eine Größe von 43,3 mm, ist dann auch 11,8 mm dick. Also hier auch so ähnlich wie auch schon die Coros Pace 3. Und sie hat ein Gewicht von 40 Gramm mit dem Silikonarmband oder 32 Gramm mit einem Nylonarmband. Die Coros Pace 4 erscheint dann in den Farben Schwarz und Weiß, ist dann bis 5 ATM wasserdicht. Das heißt also, du kannst auch ohne Probleme mit der Uhr auch schwimmen gehen. Und preislich liegen wir hier bei 229 € in Europa. Der nächste offensichtliche Unterschied haben wir dann im Bereich des Displays. Während die Coros Pace 3 hier ein Memory Pixel Display hat, bekommen wir hier mit der Coros Pace 4 ein 2,5D AMOLED Touch Display mit einer Größe von 1,2 Zoll. Aufgelöst wird das Display hier mit 390 x 390 Pixel und die maximale Helligkeit liegt bei 1500 Nits. Das zeigt sich vor allem in der Taschenlampe, beziehungsweise ihr könnt ja das Display dann jetzt auch als Taschenlampe verwenden und könnt euch entsprechend hier die Gegend ausleuchten. Die Taschenlampe selber dient aber eher hier, um was zu suchen. Um jetzt einen Weg auszuleuchten bei einer Wanderung ist sie hier nicht ausreichend. Eine weitere hardwaretechnische Änderung bekommen wir jetzt hier auf der linken Seite. Ihr bekommt nämlich auch wie schon bei der Coros Apex 4 und Coros Nomad nun auch hier eine Aktionstaste angeboten. Das heißt also, du kannst einmal in der Aktivität selber festlegen, für was die Aktionstaste verwendet wird. Und du hast dann zum Beispiel die Möglichkeiten, während der Aktivität auf die Karte schnell umzuschalten oder auch wieder zurück. Oder du hast auch die Möglichkeiten, hier Punkte zu markieren, bzw. Wegpunkte. Das kannst du auch schnell über die Taste dann durchführen. Und wie ihr schon von Coros gewohnt seid, könnt ihr natürlich die Uhr dann auch wieder über die Krone steuern. Die Krone selbst dient dann auch wieder zur Auswahl. Das geht aber auch dann hier mit dem Touch-Display. Das heißt also, da hast du alle Möglichkeiten, wie wir es auch schon von den anderen Coros-Uhren kennen, ebenfalls auch hier bei der Coros Pace 4. Was ebenfalls neu hinzukommt, ist dann auch das Mikrofon bei der Coros Pace 4, das auch eine Rauschunterdrückung unterstützt. Das heißt also, wenn du eine Aktivität aufnimmst und jetzt zum Beispiel einen Wegpunkt speichern möchtest, dann kannst du auch via Sprachnachricht dann noch Informationen hinterlegen und diese werden dann auch direkt hier in der Aktivität synchronisiert. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mal eine Aktivität ausgesucht oder ausgewählt, mit dem ich das Ganze gemacht habe. Ihr habt nämlich zum einen auch die Möglichkeit, in der App selber an dem Positionspunkt hier ein Bild zu machen. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel das Bild. Und ihr habt dann auch die Option, wenn wir jetzt auf den Wegpunkt selber gehen, uns die Benachrichtigung anhören, die ich hier mit der Coros Pace 4 aufgenommen habe. Erpenheimer Feuerwehrmuseum, interessant für Kinder. Sollte man mal vorbeischauen. Sammlung vieler alter Feuerwehrgegenstände. Und es gibt dann unten auch nochmal ein Transkript. Das heißt also, hier wird dann auch nochmal alles schön im Text aufgearbeitet. Und die Informationen werden dann auch auf der Coros-Karte hinterlegt. Das heißt also, wenn du wieder eine Route planst, kannst du dann diesen Wegpunkt hier aussuchen bzw. nochmal anschauen. Eine weitere Funktion findet ihr dann in den letzten Aktivitäten, beziehungsweise wenn ihr eine Aktivität durchgeführt habt, dann bekommt ihr immer so eine Liste angezeigt. Das können wir jetzt einfach mal machen. Die sieht dann hier so aus, zum Beispiel von gestern. Bekommt ihr natürlich eure Trainingsdaten, alles was ihr dann hier so habt. Und jetzt gibt es hier nämlich die Möglichkeit, nach der Aktivität auch mit einem Mikrofon aufzunehmen, wie das Ganze dann hier gelaufen ist. Zu einem könnt ihr dann erstmal bestimmen, wie anstrengend es war. Für mich war es nicht so gut. Es war sehr anstrengend, die Pause war zu kurz, wenig Schlaf und dadurch hatte ich einen sehr schlechten Rhythmus bzw. habe mich nicht sehr gut gefühlt. Und das wird dann auch übernommen. Du hast auch die Möglichkeit, nach der Aktivität das zu machen, wie ich jetzt gerade. Und dann kannst du es dann auch hier nochmal in der Coros App genau anschauen, beziehungsweise bekommst ebenfalls die Daten nochmal angezeigt. Gehen jetzt einfach hier runter. Wenn wir ganz runter scrollen, sehen wir auch hier, ist dann der Smiley, den ich da gesetzt hatte. In dem Fall war es moderat und da hatte ich jetzt was anderes hinterlegt. Auch hier gibt es dann wieder ein Transkript und dann könnt ihr auch einfach hier nochmal eure Erfahrung wiedergeben. Vor allem, wenn ihr jetzt einen Coach nutzen solltet, kann ihr das dann auch nochmal hier mit nachverfolgen. Ja, moderates Training war nicht ganz erholt.
wiederholt, hatte jetzt sehr schlechte Nächte bzw. einen Workshop über 3 Tage. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, es zu machen. Beziehungsweise, wie ihr es von allen anderen Coros-Uhren gewohnt seid, könnt ihr natürlich dann auch eure Ausrüstung tracken. Das ist dann auch mit der Coros Pace 4 möglich. Was es aber leider nicht gibt, wie bei der Coros Apex 4, ist dann ein Lautsprecher. Das funktioniert leider nur über Kopfhörer. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwelche Sprachwiedergaben wiedergeben möchtest, musst du einen Kopfhörer mit der Uhr verbinden oder es wird über das Handy ausgegeben. Aber direkt, wie gesagt, ist das nicht möglich. Im Bereich der Konnektivität bietet uns die Coros Pace 4 einmal einen WLAN-Chip an. Damit kannst du Over-the-Air-Updates machen oder auch einen Bluetooth-Chip. Da kannst du zum Beispiel dann einen Indoor-Trainer verbinden oder auch Outdoor-Wattpedale an einem Fahrrad. Herzfrequenzsensoren werden unterstützt oder zum Beispiel auch der Temperatursensor von Core. Und möchtest du hier zum Beispiel auch deine Laufwerte analysieren, dann kannst du auch den Laufport hier von Coros verwenden. Darüber hinaus unterstützt die Coros Pace 4 auch die Möglichkeit, hier Herzfrequenzdaten zu senden. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Swift nutzt, kannst du diese Uhr hier verbinden als Herzfrequenzsensor. Das ist dann auch möglich. Im Bereich der Sensoren unterstützt die Coros Pace 4 dann auch einmal den Kompass. Wenn du rausgehst, bekommst du auch alle Daten angezeigt. Es gibt einen Tiefensensor fürs Wasser und es gibt auch einen barometrischen Höhenmesser, der natürlich einmal die Höhe misst, aber auch die Option, hier Unwetterwarnung anzeigen zu lassen. Das kannst du dann aktivieren und dann bekommst du eine Warnung, wenn du zum Beispiel im Wald unterwegs bist und es gerade nicht siehst, dass ein Unwetter aufzieht, dann warnt dich dann hier die Uhr an dieser Stelle. Und wenn wir dann einen Blick auf die täglichen Widgets werfen von der Coros Pace 4, so bekommt ihr von eurem aktuellen Standort einmal natürlich das Wetter angeboten. Wir sehen jetzt hier regnerisch und auch den UV-Index, als auch die Prognose für die nächsten Stunden ist hier mit dabei. Und ihr bekommt natürlich auch eine Wetterprognose für die nächsten Tage. Wir sehen, es wird nochmal richtig schön warm und das im Herbst. Und so habt ihr das auch hier direkt im Überblick. Es gibt dann auch die Option, hier den Sonnenaufgang zum Untergang zu sehen. Wir sehen jetzt hier einmal den Verlauf der Sonne. Und auch hier könnt ihr es euch auch nochmal detaillierter anschauen. Wir sehen es hier auch mit Dämmerungszeit. Und ihr könnt dann auch durch die verschiedenen Tage durchgehen, wie sich das für die nächsten Tage dann hier entwickeln wird. Das ist aber noch nicht alles. Willst du zum Beispiel Offline-Musik mitnehmen, dann hast du einen 4 GB internen Speicher, um Musik zu speichern und diese dann über Kopfhörer wiederzugeben. Oder nutzt du zum Beispiel Actioncams, wie zum Beispiel eine GoPro, eine Insta360 oder eine DJI-Kamera. Dann kannst du diese auch über die Uhr steuern, sofern es natürlich in Bluetooth-Reichweite ist. Du bekommst dann auch noch eine Timer- und Wecker-Funktion. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit der Uhr dein Handy zu suchen, falls diese hier in Bluetooth-Reichweite ist und du es gerade nicht findest. Und wie es sich für moderne Uhren gehört, bekommst du dann auch alle Benachrichtigungen angezeigt, die aufs Handy hineingehen. Dann kannst du diese hier lesen, aber beantworten ist hier zumindest im iPhone nicht möglich. Die Coros Pace 4 ist aber primär eine Fitness- und Sportuhr und so bekommt natürlich einmal die Übersicht über eure Aktivkalorien, als auch die Schritte und natürlich auch die Etagen. Beziehungsweise, wenn wir reingehen, bekommen wir ein paar Details mehr, wie sich das über die Tage zusammengesetzt hat. Und so könnt ihr euch das auch nochmal genauer anschauen. Generell muss ich sagen, die Schritte sind sehr plausibel. Bei den Aktivkalorien kommt es auch soweit hin. Also hier konnte ich keine großen Probleme feststellen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch den täglichen Stress. Das heißt also, hier bekommst du auch noch den Stress angezeigt, ob der niedrig oder hoch ist. Das ist vor allem dann interessant, wenn man jetzt hier ja eine Erkältung hat oder krank wird, kann man das vorab schon mal im Stress ablesen, obwohl man es eigentlich noch gar nicht so richtig merkt, weil dann der Stresslevel hochgeht. Und es gibt natürlich dann auch für die Erholung den Schlaf, ein ganz wichtiger Aspekt. Hier muss ich auch sagen, dass die Uhr die Schlafenszeiten aus meiner Sicht auch mittlerweile sehr gut erkennt. Die Schlafphasen selbst kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe jetzt hier kein Schlaflabor, aber zum Beispiel gestern sehr früh ins Bett und das hat die Uhr wirklich sehr gut erkannt. Es gibt dann auch eine Analyse des Schlafes selber, ob es jetzt okay war oder auch nicht, beziehungsweise einen Schlafindex. Und da könnt ihr auch nochmal hier ins Detail gehen und bekommt hier nochmal genau die Übersicht. Und die Uhr hat natürlich dann auch die Möglichkeit, hier Nickerchen zu erkennen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die Herzfrequenzvariabilität, ein weiterer Indikator für die Erholung. Wir können ganz gut sehen, ich bin jetzt hier im normalen Bereich. Wenn wir reingehen, bekommen wir es einmal grafisch angezeigt, für euch ganz individuell. Unten sehen wir dann auch im Bereich, was normalerweise ist, zwischen 71 und 105. Wir hatten jetzt hier 84 und ihr bekommt auch nochmal eine grafische Analyse. Wir sehen hier, ich war jetzt deutlich drunter. Das war, wo ich dann nicht so fit war, beziehungsweise sehr wenig geschlafen habe. Dann ist die Herzfrequenzvariabilität runtergegangen, beziehungsweise wir hatten auch ein bisschen gefeiert und das kann man hier wirklich sehr gut ablesen. Das ist natürlich nicht gut für die Erholung. Darüber hinaus kannst du mit der Uhr dann auch noch einen Wellness-Check machen und da kannst du direkt dann die Herzfrequenzvariabilität zum aktuellen Zeitpunkt, den Stress, aber auch die Herzfrequenz, als auch die Atemzüge und die Blutsauerstoffwerte ermitteln. Stichwort Blutsauerstoff, die Uhr ermittelt dann ab 2500 Meter automatisch deinen Blutsauerstoffwert und gibt dann entsprechende Warnung, falls dann hier kritische Werte erreicht werden.
Was wir neu mit dem Oktober-Update erhalten haben, aber auch auf der Chorus Pace 4 ist dann der Zyklus-Tracker für die Frau. Dieser wird dann aktiviert, wenn du ein weibliches Konto erstellt hast. Das heißt also, wenn du jetzt männlich bist, siehst du den hier nicht. Nur wenn du als Frau angemeldet bist, bekommst du auch das Widget hier dann angezeigt. Die Chorus Pace 4 ist wie gesagt primär auch eine Sportuhr. So bekomme einmal das Trainingsbelastungs-Widget angezeigt, bei dem ihr auf einen Blick seht, ob ihr hier im optimalen Bereich trainiert. Wir sehen hier, ich bin leicht darunter. Wir sehen auch hier den Trainingsload über die Woche. Und ihr bekommt auch nochmal eine Analyse, wie die letzten 4 Wochen sich hier zusammengesetzt haben. Einziger Nachteil, dieses Widget wird nach jeder Woche frisch resettet. Das heißt also, du bekommst hier nur eine Woche auf die Uhr direkt angezeigt. Das fortlaufende Widget bzw. fortlaufende Daten des Trainingsloads gibt es aktuell nur in der App. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir das auch hier so auf die Uhr präsentiert bekommen. Neben der Trainingsbelastung gibt es natürlich dann auch die Trainingserholung, wie erholt du dann bist, als natürlich dann auch den Trainingsstatus. Wir sehen hier, meine Form ist momentan erhalten. Das heißt also, meine Belastung ist im Vergleich zu den letzten 4 Wochen gleich geblieben oder ähnlich. Sind auch hier 87%. Ich müsste ein bisschen mehr Sport machen, um einfach hier auch nicht was zu verlieren, was die Fitness angeht. Und so habt ihr es dann auch hier mit im Überblick. Neben dem Trainingsstatus gibt es dann auch noch die Lauf-Fitness. Das ist ein Parameterwert, der euch hier angezeigt wird. Es gibt aber noch weitere Details in der App. Da wird dann zum Beispiel die Paces gezeigt oder eure VO2 Max. Und daraus wird dann dieser Wert ermittelt. Auch da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass hier mehr Details in das Widget hineinkommen und nicht nur in der Chorus App selbst. Aber was bietet uns das Widget noch mehr an? Zu einem seht ihr dann auch hier nochmal die Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und das habt ihr dann hier mit auf dem Handgelenk. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch den Fahrrad-FTP-Wert. Das heißt also, wenn du hier mit Leistungswerten unterwegs bist oder mit Leistungsmesser, dann bekommst du einmal Watt pro Kilo angezeigt und auch den FTP-Wert hast du ebenfalls mit dabei. Was das Aktivitätstracking selbst angeht, so unterstützt die Uhr hier alle gängigen Sportarten, das heißt also Laufen und Traillaufen, aber auch Radfahren, Schwimmen, Indoor, Outdoor wird unterstützt. Krafttraining ist mit dabei und dabei werden auch dann die Übungen erkannt. Ihr könnt mit der Uhr wandern, Tennis spielen oder auch Fußball, aber auch Wintersportarten wie Skifahren und Langlauf sind dabei. Solltest du hier rudern, sowohl Indoor, Outdoor, ist das ebenfalls mit der Uhr dann möglich aufzuzeichnen, beziehungsweise Triathlon wird natürlich auch unterstützt. Und sollte es eine Sportart geben, die jetzt nicht dabei ist, dann hast du auch die Möglichkeit, hier eigene individuelle Sportarten über die Chorus App zu erstellen und diese mit der Uhr dann hier direkt zu synchronisieren. Und wie ihr es von Chorus gewohnt seid, könnt ihr natürlich auch für jede Aktivität eure Datenfelder so einstellen, wie ihr es haben möchtet. Und so wird zum Beispiel beim Laufen auch die Laufeffizienzwerte unterstützt oder auch die Wattmessung am Handgelenk ist mit dabei. Oder du kannst zum Beispiel auch grafisch anzeigen lassen, in welcher Pace-Zone du gerade unterwegs bist, beziehungsweise Herzfrequenzzone. Und solltest du auf dem Fahrrad unterwegs sein und ein Leistungsmesser verbunden haben, bekommst du natürlich dann auch die Leistungsdaten direkt auf der Uhr angezeigt. Ein weiterer interessanter Aspekt sind natürlich dann die Trainingsmöglichkeiten selbst auf der Chorus Pace 4. Zu einem habt ihr die Möglichkeit, über die Trainingsplan-Sammlung hier diverse Trainingspläne rauszusuchen. Ihr habt dann zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir jetzt im Filter hier Triathlon auswählen als Aktivitätstyp, diesen zu bestätigen. Und sehen wir auch hier, bekommen wir einen Trainingsplan angezeigt. Und dann kannst du den Trainingsplan speichern und diesen dann auch verwenden. Oder du kannst natürlich auch im Trainingshub eigene Trainingspläne anlegen mit eigenen Werten. Das ist natürlich auch möglich. Und sobald ihr den Trainingsplan synchronisiert habt, bekommt ihr dann auch im Trainings-Widget hier den sogenannten Trainingskalender angezeigt. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt eine Laufeinheit oder morgen eine Schwimmeinheit und es wird dann auch Krafttraining mit unterstützt. Das heißt also, es ist alles dabei, um hier optimal zu trainieren. Und ihr könnt dann auch direkt aus dem Trainings-Widget heraus die Aktivität starten, müsst es nicht extra umständlich machen und dann ist die Trainingseinheit auch schon direkt ausgewählt und ihr könnt hier loslegen. Chorus bietet aber nicht nur eine Ansammlung von Trainingsplänen an, es gibt auch eine große Bibliothek an Workouts, die du hier nutzen kannst, beziehungsweise eine Vorkonfiguration. Und zwar die Workout-Bibliothek, die wird auch mit der Chorus Pace 4 unterstützt. Und auch hier könnt ihr nach Aktivitäten filtern. Wir sehen jetzt hier Laufen, Traillaufen, Rad, Schwimmen und Kraft. Was nicht unterstützt wird bei der Chorus Pace 4 ist Indoor-Klettern und Bouldern. Das geht hier nur ab der Chorus Apex 4 und höher. Und da müsst ihr auf jeden Fall euch für eine andere Uhr entscheiden, falls das für euch ein wichtiger Aspekt ist. Und wenn wir jetzt einfach mal hier Schwimmen auswählen, bekommen wir dann auch die Schwimm-Workouts angeboten. Das sind zum Beispiel Schwimm-Workout für Anfänger. Sehen wir hier auch schon, wie das gelistet ist. Und geht einfach auf Gerät senden. Sehen wir einfach hier die Chorus Pace 4. Und dann wird auch schon das Workout direkt rüber gesendet. Denn auch hier wird es direkt übertragen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch zum Beispiel hier direkt in die Aktivität hineinzugehen, beziehungsweise ein Aktivitätsfenster. Und wenn wir das auswählen, sehen wir auch hier unter Workouts, bekommt ihr zum Beispiel Schwimmen angezeigt.
Und da habt ihr die Möglichkeit, nun auch hier das Schwimmen direkt zu starten und da seid ihr auch direkt in der Aktivität mit dabei. Und da habt ihr zum Beispiel auch die Option, hier die Poolgröße anzupassen. Das heißt also, für die Schwimmer ist es dann auch mit der Erkennung mit dabei. Du hast aber auch weiterhin die Möglichkeit, eigene Intervalle auf die Uhr selber zu erstellen oder dann auch die Pacer-Funktion zu nutzen. Das heißt also, gibt es einfach eine Zielzeit an und dann hilft die Uhr dann auch, diese Zeit zu erreichen. Und es gibt natürlich auch Distanz- und Zeitziele, die werden ebenfalls mit unterstützt. Und möchtest du mehr über deinen Fitnessstand wissen, so kannst du zum Beispiel auch einen Lauf-Fitness-Test machen oder einen Fahrrad-FTP-Test. Voraussetzung dafür ist aber, dass du ein Leistungsmesser verbunden hast. Oder du hast dann auch die Möglichkeit, mit dem CorusPod zusammen eine Laufanalyse durchzuführen. Da bekommst du auch weitere Insights über deine Laufmetriken. Die Coros Pace 4 bietet aber nicht nur viele Trainingsoptionen. Du kannst mit der Uhr dann auch navigieren lassen. Besser gesagt, du kannst über Komoot, Strava oder auch über die Coros eigene App Routen planen und diese dann hier ablaufen. Dabei bekommst du dann hier eine klassische Krümelnavigation angeboten. Das heißt also, es gibt jetzt hier keine Karte im Hintergrund. Nichtsdestotrotz erhältst du etwa 70 bis 50 Meter vorher einen Hinweis bzw. ein akustisches Signal und eine Vibration, dass jetzt hier eine Abbiegung stattfindet. Ganz nett ist dann auch eine Übersicht eines Balkens. Das heißt also, wenn du läufst, füllt sich dann hier ein Balken auf bis zur Abbiegung. Und da ist es auch egal, ob du jetzt auf einem normalen Datenfeld bist oder direkt auf der Karte. Solltest du die Strecke verlassen, bekommst du dann auch einen Hinweis, dass du diese verlassen hast. Und du hast auch die Möglichkeiten, bei der Planung in der Coros App auch Points of Interest zu hinterlegen. Das heißt also so wichtige Punkte wie Wasserstationen, Zeltplatz oder andere Dinge. Und diese werden dann auch während der Navigation dann mit angezeigt. Und solltest du dein Handy dabei haben, beziehungsweise die Uhr synchronisiert sich mit dem Handy, dann kannst du auch in der Coros App während der Aktivität in die Karte hineingehen. Dann siehst du einmal den Verlauf der Strecke, aber kannst in der Karte nachschauen, falls hier mal an dieser Stelle irgendwas nicht eindeutig klar sein sollte. Insgesamt muss ich sagen, dass ich mit der Navigation der Coros Pace 4 hier zufrieden bin. Klar, es gibt hier keine Karten. Willst du aber Karten haben, dann kannst du auch auf die Coros Pace Pro zurückgreifen, weil hier gibt es mittlerweile Karten mit Straßennamen und da hast du auch nochmal mehr Details mit dabei, falls es ein wichtiger Aspekt ist. Ein weiterer spannender Punkt haben wir im Bereich der Akkulaufzeit. Die hat der Coros Pace 3 war schon sehr überzeugend, wenn man bedenkt, wie klein die Uhr ist. So ist auch bei der Coros Pace 4, obwohl diese hier ein AMOLED-Display hat. Und sie kommt hier auf eine Laufzeit von bis zu 19 Tagen im abgeschalteten Always-On-Modus. Und solltest du dafür entscheiden, Always-On-Modus zu nutzen, sind dann bis zu 6 Tagen Laufzeit möglich. Ähnlich sieht es dann auch bei den Aktivitäten aus. Im besten GPS bzw. Max GPS, wie es jetzt mittlerweile Coros nennt, sind bis zu 31 Stunden Laufzeit möglich. Solltest du hier das Always-On-Display einschalten, sind es nur 24 Stunden Laufzeit. Und entscheidest du dich für alle Systeme bzw. den High-Modus, dann sind auch bis zu 41 Stunden Laufzeit ohne Always-On-Modus möglich. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, habe ich natürlich auch einen Akkutest mit der Coros Pace 4 durchgeführt. Einmal beim täglichen Tragen. Einziger Unterschied, ich habe die Herzfrequenzmessung hier auf kontinuierlich eingestellt. Das heißt also, sie wird dauerhaft gemessen. Und ich hatte auch das Always-On-Display eingeschaltet und kam hier auf einen Akkuverbrauch von 0,55% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von 7,5 Tagen, also etwas länger als das, was Coros angibt. Das hängt natürlich immer stark davon ab, was du mit der Uhr machst. Schaust du oft aufs Display, wie oft schaust du drauf, wie oft ist es hell, nutzt du die Taschenlampe. Das sind so die Einflussfaktoren. Das gleiche habe ich dann auch mit einer Aktivität gemacht. Hier habe ich einen ganz normalen Lauf durchgeführt im Always-On-Modus, im besten GPS, also Max-Modus. Und es war noch die Pacer-Funktion aktiviert, als auch das Setzen von Pins mit einer Sprachnachricht hinten dran. Und da kam ich auf einen Akkuverbrauch von 3,85% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von knapp 26 Stunden in dieser Konstellation. Dann habe ich noch einen Lauf mit Navigation durchgeführt, auch hier im Always-On-Modus. Und hier gibt es natürlich immer Abbiegenweise und eine Vibration aufs Handgelenk, wenn dann die Abbiegung kommt. Und da hatte ich einen Verbrauch von 5,25% pro Stunde. Das heißt also, es entspricht zu einer Laufzeit von etwa 19 Stunden. Aber du kannst, wie gesagt, das Always-On-Modus auch ausschalten. Dann sind auch längere Laufzeiten hier ohne Probleme möglich. Im Bereich der GPS-Messung, ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt jetzt den Max-Modus. Das sogenannte L1 und L5-Band wird hier unterstützt. Und da weiß die Uhr auch zu überzeugen. Das heißt also, im Freigelände als auch im städtischen Gebiet konnte ich jetzt hier keine großen Abweichungen feststellen. Es gab hier und da ein paar Kurven in der Stadt selber, die etwas großzügiger aufgezeichnet worden sind, als zum Beispiel mit der Garmin-Uhr. Aber insgesamt war ich wirklich sehr zufrieden, was die aufzeichnende Uhr angeht. Auch die Entfernung der Distanz waren hier immer plausibel bei der Coros Pace 4. Zu guter Letzt werfen noch einen kurzen Blick auf den optischen Herzfrequenzsensor, denn hier haben wir auch einen neuen Herzfrequenzsensor spendiert bekommen gegenüber der Coros Pace 3. Besser gesagt, wir bekommen den gleichen Herzfrequenzsensor wie schon bei der Apex 4 und bei der Coros Nomad.
Und auch hier weiß der Sensor zu überzeugen. Bei einem Lauf, der hier über 10 Grad war, hat die Uhr hier wirklich sehr gut gemessen gegenüber eines Brustgurtes. Das heißt also, sowohl die Höhen und Tiefen wurden auch sehr gut erkannt. Es gibt zwar minimale Abweichungen, aber diese sind alle hier in einem gewissen Toleranzrahmen. Ähnlich war es dann bei meinem zweiten Lauf. Hier war es aber etwas kühler und das ist immer ein bisschen schwierig für optische Herzfrequenzsensoren. Das betrifft aber nicht nur Coros, sondern auch andere Hersteller. Das hat was mit dem Blutfluss zu tun. Kann ganz gut sehen, dass insgesamt die Werte wirklich sehr gut erkannt worden sind. Lediglich bei Minute 15 als auch bei Minute 21 gab es ein paar Abweichungen, aber insgesamt auch hier hat die Uhr wirklich sehr gut performt. Und wenn wir dann einen Blick aufs Indoor-Radfahren werfen, können wir ganz gut sehen, was ich meine mit Temperatur. Hier hatten wir angenehme 21 Grad im Raum. Wir können ganz gut sehen, dass der Verlauf des Brustgurtes in der Uhr hier wirklich nahezu identisch ist. Das heißt also, alle Spitzen werden wirklich sehr gut erkannt und das wurde hier wirklich ohne Probleme aufgezeichnet. Schwierigkeiten hat der neue Sensor aber noch beim Krafttraining. Das heißt also, es werden nicht immer alle Spitzen erkannt. Es ist schon deutlich besser als noch bei der Coros Pace 3. Solltest du aber hier Wert auf genaue Daten legen, dann solltest du auf jeden Fall hier noch einen Brustgurt tragen mit der Coros Pace 4. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Coros Pace 4. Ich bleibe dabei, die Coros Pace Reihe ist weiterhin, was Preis-Leistung angeht, die beste Uhr, was du hier auf dem Markt bekommen kannst. Du kannst hier wirklich alles trainieren, von Triathlon über Laufen, über Radfahren und bekommst hier wirklich einen sehr großen Funktionsumfang. Auch die Coros Pace 3 ist weiterhin noch eine sehr gute Uhr, weil sie hier lange Updates erhalten hat. Zum Beispiel die Taschenlampe ist mit dabei, der Zyklus-Tracker kommt dazu und so hast du auch hier die Möglichkeiten, die Coros Pace 3 wirklich weiterhin sehr gut zu nutzen. Und ich finde vor allem auch das AMOLED-Display sehr gut gelungen und wenn man bedenkt, wie klein die Uhr ist, hat sie wirklich eine sehr gute Akkulaufzeit mit dieser Display-Technologie. Du kannst mir auch gerne mal in den Kommentar schreiben, was du von der neuen Coros Pace 4 hältst. Oder magst du eher die Coros Pace Pro oder vielleicht eine andere Coros Uhr? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du noch mehr zum Thema Coros sehen möchtest, ich habe auch die Apex 4 getestet, die verlinke ich dir mal, beziehungsweise die Coros Nomad, die auch neu erschienen ist, habe ich auch getestet, verlinke ich dir ebenfalls das Video, kannst du mal reinschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.